Megamundo. Wie intelligent kann eine Gruppe sein, wenn sie nicht alle Fakten zur Verfügung hat? Das möchte ich hier heute am MDC, einer langen Nacht der Wissenschaften, im Buch testen. Da darf ich mich der Science-Guerilla anschließen, wie eine Wissenschaftspartisanin. Aber vorher muss ich noch ein bisschen was machen. Erbsen zählen. 2, 4, 6. Vor über 2300 Jahren formulierte der griechische Gelehrte Aristoteles den Grundgedanken einer kollektiven Intelligenz in seiner sogenannten Summierungsthese. Die Entscheidung einer größeren Gruppe könne besser sein als die weniger Einzelner oder Fachkundiger. Wenn Menschen unverbunden und unabhängig voneinander agieren und ihre Meinung äußern, kann eine fruchtbare Gruppenintelligenz entstehen. Manchmal muss man Beiträge der Einzelnen zusammenfassen, um zu einem kollektiv intelligenten Gruppenergebnis zu kommen. Okay, 3611 Kichererbsen in diesem Glas. Und was hat das jetzt mit der Weisheit der vielen, Gruppenintelligenz und Fake Facts zu tun? Ich werde jetzt gleich losziehen und ein paar Leute versuchen, zu dem Gruppenexperiment zu überreden. Ich brauche ein paar Leute. Helft ihr mir, ein Experiment zur Gruppenintelligenz durchzuführen? 5 Minuten, maximal. Kommt! Ich bitte euch gleich, mir zu folgen, damit wir zusammen ein kleines Experiment machen können. Seid ihr dabei? Kommen Sie mit, kommen Sie mit! Kommen Sie mit, die Herrschaften! Okay, vielen Dank, dass ihr mitmacht. Wir sind heute hier, weil 1906 oder 7 ist Sir Francis Galton in England, in Plymouth, auf einen Viehmarkt gegangen. Und der hat einen Ochsen mitgebracht und die Leute gefragt, hey, wie viel wiegt dieser Ochse? Das war ein Wissenschaftler und ein Statistiker. Und er wollte beweisen, dass die Masse dumm ist. 800 Leute hat er gefragt und der Mittelwert ergab sich nur ein paar Pfund entfernt vom tatsächlichen Gewicht des Ochsen. Und das ist besser gewesen als die beste Einzelschätzung. Sein Experiment ist total fehlgeschlagen, aber damit ist die Idee geboren, die Weisheit der vielen, die Weisheit der Masse nutzbar zu machen. So, das wollen wir heute mal kurz wiederholen. Also, heute habe ich euch keine Kuh mitgebracht, aber ich habe mitgebracht ein Glas mit, richtig, das sind Kichererbsen. Und ich möchte, dass ihr, ohne euch untereinander zu beraten, schätzt, wie viel das ist. Es geht um die Anzahl, wie viele Kichererbsen sind da drin. Die Weisheit der vielen, die Intelligenz der Gruppe, die kollektive Intelligenz kann nur funktionieren, wenn jeder für sich, jedes Individuum, seine Schätzung unabhängig von den anderen macht. Aufgebrachte Menschenmengen sind meist nicht weise. Der Journalist James Surowiecki definierte Schlüsselkriterien, die eine weise Gruppe von Irrationalen unterscheiden. Unabhängigkeit, Meinungsvielfalt, Dezentralisierung, Aggregation. Der Publikumsjoker bei Wer wird Millionär hat dank der Weisheit der vielen eine 90-prozentige Trefferquote. Die Weisheit der vielen wird auch immer häufiger als Entscheidungshilfe herangezogen für wirtschaftliche Prognosen. Sie wird täglich im Internet genutzt. Google analysiert, wie Nutzer auf die Ergebnisse von Suchanfragen reagieren. Das beeinflusst wiederum das Ranking von Webseiten. Wikipedia zeigt eindrucksvoll, wie bereichernd die kollektive Intelligenz sein kann. Millionen Nutzer erarbeiten das Nachschlagewerk. Mittlerweile ist das weltweit wichtigste Lexikon. Bei Twitter sortiert die Masse automatisch aus. Scheinbar Spannendes verbreitet sich schnell, scheinbar Langweiliges verschwindet im Datennirvana. Blogs und Foren koordinieren das dezentrale Wissen von verschiedenen Menschen. Beim Crowdsourcing trifft die Usergemeinschaft, die Crowd, gemeinsame Entscheidungen. 1000 Dank. Jetzt bitte ich jemanden, mir kurz zu assistieren. Kannst du das machen? Super. Dankeschön. Und zwar, du kannst mir jeweils die Zahlen vorlesen, die hier sind, damit ich den Computer eingeben kann. Und wenn du sie vorgelesen hast, dann kommen sie danach da rein. Also, okay, schieß los. 3000. 3000, jawohl. 378 und 1600. 1600. 1030. 1030. 500. 12.000. Die Weisheit der vielen funktioniert besonders gut bei Schätzaufgaben. Forscher der ETH Zürich fragten Probanden nach der Bevölkerungsdichte in der Schweiz oder wie viele Kilometer die Grenze zu Italien misst. Die Probanden wurden mehrmals gefragt. Sobald sie die Schätzwerte anderer erfuhren, sanken aber die Extremwerte und der Mittelwert der Gruppe entfernte sich vom tatsächlichen Wert. 100. 100, sehr schön, weiter. Und 1600.
1600. Vielen herzlichen Dank. Speichern. Okay. Also, ich habe jetzt fast 150 Leute befragt. Okay. Und die kleinste, die geringsten Werte waren 200 oder 100 hat hier jemand jetzt angegeben. Und irgendjemand hat 48.000 angegeben. Damit ihr nur mal seht, was für eine Spannbreite das ist. Ja, ein paar hundert zu 48.000. Der Mittelwert aus all denen zusammen ergibt 3.143. Ich war neulich beschäftigt und habe in diesem Glas hier 3.611 Erbsen gezählt. Ist nicht schlecht. Aber dieses Glas habe ich euch ja gar nicht gezeigt, ne? Reiß ab. Was ist das? Was siehst du? Da ist was drin. Die kollektive Weisheit funktioniert besser, wenn Menschen unabhängig voneinander wählen können. Okay. 2, 4. Das ist auch die Grundlage einer repräsentativen Demokratie. Und wenn sie getäuscht werden? Hier sind nur 2220 Erbsen drin. Reaktion? Oh mein Gott. Das ist halt einfach sozusagen, was du siehst. Was du siehst, ist sozusagen, dass du schätzt das Volumen ab und Genau, was du nicht siehst, siehst du nicht. Das war nicht schlecht mit 3000. Das war sehr gut. Wären die Fakten alle korrekt gewesen, dann wäre das eine fantastische Schätzung gewesen. Ja, hat denn irgendjemand eine Ahnung, was ich da vielleicht damit sagen möchte? Wollen Sie dazu was sagen? Naja, dieses Experiment erinnert mich an Fox News, den USA-Fernsehsender, der nur Fakten zur Verfügung stellt, die ein bestimmtes, also in ein konservatives Bild passen und es aber von einem Großteil der Bevölkerung gesehen wird und geglaubt wird und dann dieses Weltbild entsteht. Das zeigt man, wie einfach man kann die Maße manipulieren. Ne? Und dann natürlich müssen wir sehr kritisch sein und nicht glauben alles, was uns erzählt wird. War das gemeint, euch so hinterlistig zu täuschen? Es war nicht ehrlich. Ne? Und wie fühlt man sich, wenn man so getäuscht wird und eigentlich einen guten Tipp abgegeben hat? Das Licht geführt. Schon, ja. Ich fand es echt gemein, ich habe mich wirklich verarscht gefühlt. Das war so. Ne? Also gibt es ja so eine Mühe, alles richtig zu machen und zu verstehen. Ne? Das ist ja relativ abstrakt, immer zu sagen, man kennt nicht die ganze Wahrheit und Fake-Facts und Filterblasen und so. Und dieses Beispiel mit den Erbsen ist sehr anschaulich und quasi sehr, sehr greifbar. Deswegen finde ich das eigentlich relativ gut. Medienwahlen, das was für die Großen ist, aber ich glaube auch für die Kinder ist Medien und nicht die ganze Wahrheit durchaus auch sehr realistisch, das jetzt irgendwie mal ihnen noch näher zu bringen. Es geht hier um Fake Facts. Ihr seid intelligent als Gruppe, als Masse, wenn man ihnen die richtigen Fakten gibt. Aber es ist wirklich toll, das so zu verbildlichen, ne, wie das funktioniert. Super. Ich meine, wir Erwachsenen denken ja immer, wir wissen es. Das ist die eine Erkenntnis, die man hat, dass es vielleicht nicht so ist. Und ich finde das auch gut, dass die Kinder einfach für sich was haben, was auch ihrem Alter entspricht. Dadurch durchaus auch was mitnehmen, nicht nur wir. Hey, wie fandest du denn das Experiment? Ja, das Experiment ist natürlich enorm wichtig, weil wir gerade aus der jüngsten Vergangenheit gelernt haben, wie eben Entscheidungen, wo wir nie dachten, dass sie manipuliert werden können und dass man da eine gewisse Sensibilität entwickelt und auch die Möglichkeiten verhindert, dass die Leute getäuscht werden, dass wir das Allerwichtigste, was wir eben haben, unsere Demokratie, dass die Wahlentscheidung immer noch einen Wert behält und nicht manipulierbar sein wird. Das war die wichtigste Erkenntnis für mich. Das muss ich jetzt noch loswerden. Mein persönliches Highlight ereignete sich in der Lilienthal-Schule, wo ich etwa 100 Schüler befragt hatte, wie viele Erbsen in dem Glas seien. Und die haben zwischen 500 und 100.000 geschätzt. Der aggregierte Mittelwert waren
3.547 und das ist genau diese Handvoll an Erbsen daneben gewesen. Zu dem vollen Glas mit Erbsen allerdings. Wie dem auch sei, viele Schüler haben den Braten gerochen. Sie haben sich gefragt, warum unten was abgeklebt ist, ob vielleicht was drin ist. Was sagt uns das? Wir sollten mehr den Kindern vertrauen.